101 Jahre. Du warst ja fast 100 Jahre, wie du vom Krieg zurückgekommen bist. Mit 19 Jahren eingerückt. Die war nicht viel an der Front, weil ich ja doch mit Roten Kreuz sehr viel verbunden war. Viel mit Friedensarbeit verbunden. Du musst rechnen, du bist ja Gefangener von der Front gekommen. Da sind wir im Lager gewesen, in Bayern, auf der Wiesn gelagert, 3 Monate. Ich muss rechnen, wir sind in 50 Jahren erst vom Krieg zurückgekommen. Bis wir da rausgekommen sind, dann haben wir bei den Bauern gearbeitet, weil was hast du angefangen nach dem Krieg? Weil du müssen schauen, dass du was zu essen hast. Und dann hast du geschaut, dass du eine Familie aufbauen kannst. Das heißt, ich habe jetzt da rausgehört, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie auch nie aufgegeben haben im Leben, sie haben immer weitergemacht. Das war das Wichtigste im Leben überhaupt. Ja, wir müssen immer schauen, dass das Leben weitergeht. Und weil du musst immer schauen, dass du die Kinder erziehen kannst. Du musst so viel Geld gehabt haben, dass die Kinder was lernen. Die Tochter ist Krankenpflegerin geworden, hat dann auch geheiratet, die 2 Kinder gekriegt. Der Bub ist halt dann, wie gesagt, der hat Koch gelernt. Und ist dann in der Weltgeschichte umgewandelt. War überall, in Amerika und überall. Mit 60 bin ich in Pension gegangen und habe mich da sehr engagiert wie das Rote Kreuz. Sie haben 7000 Einsätze gemacht beim Roten Kreuz. Ja, wir sind Tag und Nacht gefahren. Und durch das warst du auf einmal so alt. Hast du dir jemals gefragt, was die besten Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen sind? Ich habe heute die große Ehre, einen 101-jährigen Menschen zu interviewen. Und dieser 101-jährige Zeitzeuge erzählt uns heute, wie er 101 Jahre jung geworden ist, warum die Menschlichkeit im Leben wichtig ist, wie er seine Frau kennengelernt hat, was in der Liebe wichtig ist und auch wie er nach dem Krieg sein Leben aufgebaut hat und niemals aufgegeben hat. Ich bin der Daniel Bleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese und noch viele weitere wertvolle Lebensweisheiten wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? Geboren 23. Nicht, schon im März zeitlich. Und ja. Das heißt, dann seien's. Bitte? Das heißt, 1923 geboren, dann sind Sie 103 Jahre. Und wie fühlt sich das eigentlich so an, wenn man 101 Jahre jung ist? Wie ist so das Gefühl bei Ihnen? Naja, es ist nicht einfach. Du bist sehr viel gehandicapt und bist nicht mehr so geistig fit und auch nicht mehr körperlich. Jetzt und ist halt die Zeit viel schneller gerannt. Können Sie das glauben, dass im 102. Lebensjahr gerade sein? Hätten Sie doch das Alter erreichen? Weil Sie seien jetzt bis vor kurzem immer noch schwimmen gegangen und fleißig gewesen. Hätten Sie das doch so lang so fit bleiben? Nein, das hätte ich nicht gehabt. Und Dings.
Und dann ist es schon langsam bergab gegangen. Ne? Und die Zeit rennt. Du kannst nichts machen dagegen. Und ja, dann bist du halt so alt geworden. Wenn ich dann 100 Jahre alt war, dann ist natürlich schon ein bisschen lächerlich geworden, das Leben. Warum meinst du, dass es lächerlich geworden ist? Warum ist es lächerlich geworden, wie sie 100 Jahre jung geworden sind? Was meinst du damit? Es ist leichter geworden. Die Schwere vom Leben ist weggefallen. Du warst ja fast 100 Jahre, wie du vom Krieg zurückgekommen bist. Wollen Sie erzählen, wie das damals war im Krieg? Ja, es ist schon sehr lang her. Darf ich fragen, wie jung waren Sie, wie Sie einrücken haben müssen in den Krieg? Weil Sie sind ja der Jahrgang 23. Wie jung waren Sie da, wie Sie eingerückt sind? Wie ich eingerückt bin, war ich 19 Jahre. 19 Jahre waren Sie. Ja, und da mit 19 Jahren eingerückt. Und naja, die waren nicht viel an der Front, weil ich ja doch mit Roten Kreuz sehr viel verbunden war. Viel mit Friedensarbeit verbunden. Das heißt, in den 3 Jahren haben Sie auch schon sehr viel für den Frieden gemacht, weil Sie die ganzen Verwundeten versorgt haben im Krieg. Ja, naja, erstens die Erfahrung gehabt. Ne? Und durch das sind halt die Jahre überblieben. Dann, du musst rechnen, du bist halt gefangen von der Front gekommen. Ich bin rausgekommen in 45er Jahren von der Tschechei. Weil da ist bei uns ja der Krieg eigentlich noch weitergegangen durch die Front. Und wir waren 3 Monate da in Bayern, in Lager. Da sind wir im Lager gewesen, in Bayern, auf der Wiesn gelagert, 3 Monate. Ich muss rechnen, wir sind in 50er Jahren erst vom Krieg zurückgekommen. Im 50er Jahr sind Sie erst vom Krieg zurückgekommen. Ja. Das heißt, da waren Sie dann in Gefangenschaft nachher dann? Ja, war ich 3 Jahre in Gefangenschaft. Naja, gut, und dann hast du halt ins Leben umgehandelt, ne? Der Dings. Naja, und dann sind Sie im 50er Jahr erst zurückgekommen. Was darf ich nur fragen, was war dann von 45 bis 50? Wo waren Sie denn da nachher noch, wenn ich das noch wissen darf? Von 45er Jahren? Was war in 45er Jahren? Ja. Dann haben sie uns schon langsam aufgelöst. Und da sind wir eben dann ins zivile Leben überführt worden, schon langsam. Und wie war so das Gefühl, wie Sie von der Kriegsgefangenschaft wieder zurückgekommen sind? Bis wir da rausgekommen sind,
Dann haben wir bei den Bauern gearbeitet und Dings, weil was hast du denn angefangen nach dem Krieg? Weil du hast müssen schauen, dass du was zu essen hast. Und dann hast du geschaut, dass du eine Familie aufbauen kannst. Und dann nach dem Krieg haben sie eine Frau kennengelernt, haben sie gesagt. Nachher dann. Das ist schon lange her. Das ist schon in den 50er Jahren gewesen. Wenn du vom Krieg zurückgekommen bist. Wollen Sie da die Geschichte erzählen, wie Sie eine Frau kennengelernt haben? Naja, gut, da waren wir sehr jung alle. Wie alt war ich, wie ich vom Krieg zurückgekommen bin? Das war, war eine ganz andere Zeit. Was weißt du, die Frau war auch Jungsmal. 50 Jahre haben wir dann geheiratet. Sind die Kinder auf die Welt gekommen. Und ich habe einen guten Posten gehabt als Chauffeur, Chefchauffeur. Und ja. Das heißt, da sind dann die Kinder nachher auf die Welt gekommen, nachher dann? Ja, in 52er Jahren der Sohn, dann und in 58er Jahren die Tochter. Die Tochter ist auch zum Roten Kreuz gekommen. Ich war Krankenpflegerin dann. Ja, hat dann auch geheiratet. Die 2 Kinder gekriegt. Der Bub ist halt dann, wie gesagt, der hat Koch gelernt. Und die ist dann in der Weltgeschichte umgewandelt. War überall, in Amerika und überall. Und so ist eine alte Generation weitergegangen. Mit 60 bin ich in Pension gegangen und habe mich da das Jahr engagiert wie das Rote Kreuz. Ja. Sie haben 7000 Einsätze gemacht beim Roten Kreuz. Ja, wir sind Tag und Nacht gefahren. Krankenpflege, Spitalsaufenthalte gehabt. Viel gefahren, St. Pölten, Linz. Und so haben wir sehr gute Vorgesetzte gehabt, die sind natürlich auch alle alt geworden mit uns. Weil ich die 100 Jahre Feiern gehabt habe beim Roten Kreuz und so, war halt eine andere Kameradschaft. Ne? Da hat er verschiedene Ehrungen gehabt, von höchster Ebene, weil ich ja doch viel Zeit verbracht habe beim Roten Kreuz. Und durch das ist halt die Zeit gerannt. Gibt es irgendeinen Zeitpunkt, wann die Zeit schneller zum Laufen anfängt im Leben? Gibt es irgendeinen Zeitpunkt, wann so ein Jahr vergeht, 2 Jahre vergehen? Gibt es irgendwo so, dass auf einmal die Jahre verfliegen? Wann fängt das an im Leben, dass die Jahre verfliegen? Ja, naja, hauptsächlich ist, wenn du in Pension gehst. Es bist 60 Jahre und ja, was magst du mit dem Leben mit 60 Jahren? Du musst etwas sagen. Und da bin ich halt sehr viel
mit dem Roten Kreuz umgekommen. Das heißt, es ist wichtig, auch wenn man dann in Pension geht, dass man weiter irgendeinen Sinn im Leben hat, dass man nicht nur vor sich hin lebt, sondern dass man aktiv irgendwas für die Gesellschaft auch weiterhin macht. Ja, ja, freilich. Es ist, jetzt bis 60 Jahre, jetzt bist du mitten im Leben praktisch drin. Und da bist du natürlich, geht das Leben weiter. Und dann lässt es halt schon langsam nach. Nicht? Jetzt, Das heißt, Sie haben immer die Liebe zum Menschen gehabt. die war bei uns Hauptsache. Hm? Ist es im Leben auch wichtig, die Liebe zum Menschen zu haben? Ja, das war natürlich das Wichtigste, weil der Zusammenhalt war kameradschaftlich sehr, sehr gut. Und was ist in der Liebe wichtig? Wenn ich einmal eine Frau habe, was ist so wichtig, dass ich einmal lang verheiratet bin und brave Kinder habe? Was würden Sie sagen, was ist da wichtig? Ja, mein Gott, was will ich da sagen? Die Frau ist das an und auf gewesen. Nicht? Früher waren die Frauen anders. Da war gearbeitet, die Frau hat den Haushalt daheim, hat den Haushalt geführt, überall. Und so ist man ins Leben, ins Berufsleben eingebunden worden. Nicht? Aber Sie waren ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Sie waren ja Imkermeister auch. Mit Honig haben Sie auch viel zu tun gehabt mit den Bienen. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass Sie da viel auch mit den Bienen zu tun gehabt haben? Ja, ja. Ich war Imker und Dings mit den Bienen zu tun gehabt, auch schon in der Jugend angefangen. Hat uns auch halt recht interessiert, dass man da irgendwie eine Beschäftigung hat. Da war ich dann 4 Jahre Imker und ja, dann habe ich schon andere Sachen angefangen, ja, zum Beispiel Rotes Kreuz und so. Und was würden Sie sagen, was ist wichtig im Leben, so allgemein gesehen? Was ist wichtig im Leben? Welche Werte sind wichtig? Ja, du musst immer schauen, dass du irgendwie Beschäftigung hast, dass du in der Arbeit bist irgendwo. Und dass die Kinder da halten kannst. Und so müssen schauen, dass auch die Kinder unterkommen. Weil, sagen wir, der Bub hat dann Koch gelernt, was er wollen hat. Ich werde dann nichts beigeredet. Die Tochter ist Krankenpflegerin geworden. Und sie ist halt die Zeit, die Familienzeit vergangen. Was würden Sie da sagen, was ist wichtig bei der Kindererziehung, dass ich einmal brave Kinder habe? Das Wichtigste der Kindererziehung sind die Frauen. Die müssen doch schauen, dass die Kinder in die Schule gingen, dass sie eine Schulbildung haben. Und dann ist natürlich das Leben gegangen. Jetzt der Bub ist in der Weltgeschichte umgehandelt. Er war in Amerika und überall. Und wenn er von Amerika zurückgekommen ist, dann
ist ja das zivile Leben auch weitergegangen. Und was ist im zivilen Leben wichtig heutzutage? Naja, dass halt das Leben weitergeht. Das heißt, auch wenn einmal Rückschläge sein oder wenn es einmal nicht so läuft, das Leben geht trotzdem weiter und es wieder besser werden. Ja, sicher. Das ist natürlich, da müssen wir immer schauen, dass es irgendwie weitergeht. Das heißt, ich habe jetzt da rausgehört, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie auch nie aufgegeben haben im Leben, sie haben immer weitergemacht. Das war das Wichtigste im Leben überhaupt. Ja, wir müssen immer schauen, dass das Leben weitergeht. Und weil da müssen immer schauen, dass du die Kinder erziehen kannst. Du musst so viel Geld gehabt haben, dass die Kinder was lernen. Und ja. Das heißt, sie haben den Blick immer nach vorne gerichtet, nicht zurückgeschaut, sondern immer nach vorne geschaut. Ja, ist ja nichts anderes überblieben. Und durch das ist ja das, dann warst du auf einmal so alt. Wollen Sie vielleicht das noch erwähnen, was dann, weil Sie haben gesagt, mit 100 ist leichter geworden. Was ist im Leben das Schwere? Oder was fühlt sich oft schwer an im Leben? Ja, schwer im Leben ist alles. Weil du müssen schauen, dass du Arbeit hast. Du müssen schauen, dass die Kinder versorgt sind. Du müssen auf die Enkelkinder da so schauen. Denkst, dass die anständig sind. Und so ist bis halt das Anständiger überblieben. Und die Zeit ist erkrankt. Haben Sie irgendwie sich bestimmt ernährt vom Essen her? Haben Sie irgendwas Bestimmtes gegessen? Oder wie hat denn das früher ausgeschaut, so mit dem Essen und so? Ja, sehr genügsam gelebt. Weil heute müssen schauen, dass das dass die Ernährung, dass das weitergeht. Und dafür unten auch, ja, warst du 102 Jahre alt, das müssen auch warten, was weiter geschieht. Weil heutzutage haben wir ja den Wohlstand, weil ihre Generation ja alles aufgebaut hat. Gerade früher, sie haben nichts gehabt, haben sie gerade gesagt, sie haben genügsam leben müssen. Und dann gerade auch durch den Krieg und nach dem Krieg hat ja ihre Generation alles aufgebaut in Österreich. Deswegen geht es ja uns heutzutage gut. Ja. Was wünschen Sie sich für die Welt? Was ist so Ihr Wunsch, den Sie den Leuten mitgeben möchten? Was sollen Sie die Leute zu Herzen nehmen? Gerade jetzt so was, wenn Sie irgendwas so mitgeben würden. Die Zeit heutzutage, die ist eine Katastrophe. Inwiefern? Weil sie keine Zukunft und nichts haben. Meinst du vom Krieg oder vom sozialen Leben oder inwiefern meinst du das? Vom bürgerlichen Leben und auch vom sozialen Leben. Weil, ja, was hat es an sozialen Leben?
Das heißt, Sie meinen den Zusammenhalt innerhalb, so Gastfreundschaft, Nachbarschaftshilfe, Vertrauen, das meinst du, dass das ein bisschen fehlt? Ja, das war einmal. Hat sich alles aufgehört heutzutage. Die Zeit ist jetzt so schnelllebig. Nein? Darf ich noch zwei abschließende Fragen fragen? Ja. Zwei Fragen noch, ja. Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, würden Sie irgendwas anderes machen heutzutage? Ja, das ist schwer gesagt, weil die Zeit so schnell gerannt ist. Jetzt ist das Leben verkommen, praktisch. Und auf Jahren war es zu alt. Das heißt, es geht so wie vier Fingerschnips, auf einmal ist man jetzt 101 Jahre jung. Bitte? Das heißt, es geht wie wenn man mit den Finger schnipst, auf einmal ist man 101, im 102. Lebensjahr schon. Ja. Aber dann müssen sie eigentlich mehr oder weniger alles richtig gemacht haben, wenn sie nach dem Krieg schauen, dass die Familie gründen und alles aufbauen. Und jetzt habe ich sie kennenlernen dürfen, da 101 Jahre in einem schönen Garten. Da müssen sie sehr viel richtig gemacht haben im Leben. Ja, es ist dann alles selbstverständlich gewesen. Jetzt, Dings, hast du da, ja, wie gesagt, war dann alles selbstverständlich, weil jetzt hast du immer gearbeitet und Dings, jetzt hast du doch eine Pension gehabt, wo du eine lebensfähige Pension gehabt hast. Jetzt ist das dann so weitergegangen. Schön langsam. Das heißt, sie haben immer geschaut, dass sie einen Sinn im Leben haben. Ja. Gibt es irgendeine Antwort darauf, was der Sinn im Leben ist? Haben Sie da irgendeine Antwort darauf, so was der Sinn im Leben ist? Ja, sicher. Es ist. Du warst ja immer angestrengt. Hast immer Kinder gehabt, die hat müssen erziehen und schauen, dass das Leben weitergeht. Haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen, was Sie mitgeben möchten zum Abschluss? Irgendwas noch, was Ihnen am Herzen liegt, so als abschließende Worte? Naja, wie gesagt, du musst froh sein, dass du anständige Kinder hast. Und dass die Kinder fleißig waren und nichts gearbeitet haben. Und die Zeit ist einfach selber gerannt.